Hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein kleines Hautpflege-Ranking und zwar mit der Hautpflege der Marke Bar. Die hier habe ich bereits seit einiger Zeit in Verwendung und viele der Verpackungen sind auch schon halb leer. Das heißt, ich hatte genug Zeit, mir eine Meinung dazu zu bilden und werde jetzt dementsprechend jedes dieser einzelnen Produkte ranken und euch dazu sagen, warum ich es mag oder nicht mag. Auf dem letzten Platz landet der Bar Centella Calming Gel Cleanser und das liegt unter anderem daran, dass mir dieses Waschgel immer wieder mal in den Augen gebrannt hat. Das heißt, ich musste arg aufpassen, wie und wo ich es verteile und dass meine Augen fest verschlossen sind. Ansonsten hat es einfach meine Augen zu stark gereizt. Und was mir an dem Produkt auch nicht so gut gefällt, ist das Marketing, denn hinten steht drauf, dass dieses Waschgel einen leicht peelenden Effekt haben soll, was sich allerdings auf das enthaltene Gluconolacton bezieht. Aber hier ist gerade mal 0,35% Gluconolacton enthalten und diese Konzentration ist einfach viel, viel zu gering, um irgendeinen peelenden Effekt zu erzielen. Mal davon abgesehen, dass ich bei diesem Waschgel keinerlei positiven, aber auch keinen negativen Effekt auf meine Haut feststellen konnte. Zum Make-up entfernen war es ungeeignet. Für morgens war es definitiv okay. Es ließ sich gut aufschäumen. Es ist komplett parfümfrei. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten. Aber ansonsten ist das für mich einfach nur, ja, ein Standard-Waschgel. Die Centella Calming Barrier Cream finde ich als Moisturizer gar nicht mal so verkehrt. Die ist super, super angenehm im Auftrag, überhaupt nicht fettig und hinterlässt kein ölig, schwartiges Finish. Und wenn man die das erste Mal aufträgt, dann könnte man vermuten, dass sie ein bisschen schwerer ist. Aber sobald man anfängt, die einzuarbeiten und einzumassieren, merkt man schon, dass die ja schon so eine leicht wässrige, angenehme Konsistenz hat, ohne zu starken Pflegefilm. Und sobald sie angetrocknet ist, hinterlässt sie ein Satin-Finish. Deswegen denke ich, dass dieser Moisturizer auch für Menschen mit leicht öliger Mischhaut gut geeignet sein könnte. In der Creme ist unter anderem beruhigendes Tigergras enthalten. Allerdings solltet ihr euch von den hohen Prozentzahlen nicht blenden lassen. Hier steht zum Beispiel 64% Tigergras drauf, aber das bezieht natürlich auch noch andere Bestandteile des Extrakts mit ein, wie zum Beispiel Lösungsmittel, Stabilisatoren oder aber auch Konservierungsstoffe. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie hoch der Anteil vom Tigergras in diesem Produkt tatsächlich ist. Die Bar Centella Calming Essence hat den 3. Platz definitiv verdient und das liegt unter anderem an der Verpackungswahl, denn ich persönlich bin ja riesengroßer Fan von solchen Pumpköpfen bzw. Pumpspendern und ich finde einfach auch, dass das perfekt zum Inhalt passt, denn das hier ist ein wunderbar gelig, leichtes, wässriges Produkt. Ich demonstriere euch das natürlich auch. So sieht das Ganze aus und sobald man anfängt, das einzureiben und einzumassieren, schmilzt das förmlich unter den Fingern und wird zu so einem super wässrig, leichten Produkt, fast wie ein Gesichtswasser mit ein bisschen mehr Grip. Das ist so dermaßen angenehm und ich muss auch echt sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Calming Essence meiner Haut richtig, richtig gut Feuchtigkeit zugeführt hat. Das ist selbstverständlich kein pflegendes Produkt. Hier sind keine rückfettenden Bestandteile oder dergleichen drin. Das ist wie eine Art festes Gesichtswasser und deswegen denke ich auch, dass das hier für ölige Hauttypen richtig, richtig gut geeignet sein könnte, weil es einfach keinen Pflegeeffekt hat und eben nicht diese Schwere mit sich bringt, nicht so fettig, nicht so reichhaltig ist. Vor allem, wenn ihr eurer Haut Feuchtigkeit zuführen möchtet, dann könnt ihr euch das hier definitiv mal anschauen. Und ich habe die Produkte natürlich auch mit verschiedenster Hautpflege ausprobiert und geschaut, wie sie miteinander interagieren. Und auch da gab es keinerlei Probleme. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich irgendeins dieser Produkte besorgen, je nachdem, welches euch am besten gefällt und das wunderbar in eure Hautpflegeroutine integrieren.
Apropos besorgen, falls ihr Interesse an der Hautpflege von Bar haben solltet, blende ich euch hier einen Code ein, den ihr im Online-Shop von YesStyle nutzen könnt. Damit erhaltet ihr ein kleines bisschen Rabatt und ich bekomme ein kleines bisschen Provision. Ihr müsst den Rabattcode natürlich nicht verwenden, aber falls ihr es doch tut, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Der zweite Platz ist für viele wahrscheinlich gar nicht mal so überraschend, denn hierbei handelt es sich um den Bar Centella Calming Toner und ich bin ja der größte Toner-Fan. Ich liebe das Toner-Layering und auch dafür benutze ich diesen Toner wahnsinnig gerne, weil der einfach so dermaßen unkompliziert ist. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist die Textur, denn dieser Toner ist weder zu flüssig noch zu fest. Also der ist einfach das perfekte Zwischending und er trocknet auch überhaupt nicht klebrig an, macht keinerlei Probleme mit darauffolgenden Produkten. Das heißt, wenn ihr schon immer mal so einen Toner ausprobieren wolltet, der ja nicht so wie Wasser ist, aber auch noch ein bisschen Grip hat, dann könnt ihr euch den hier definitiv mal anschauen. Der lässt sich auch wunderbar verteilen, gibt der Haut gut Feuchtigkeit. Und ich muss natürlich auch dazu erwähnen, dass ich trotz meiner super empfindlichen und allergischen Haut, ich habe eine Duftstoffallergie, all die Produkte von Bar wunderbar vertragen habe. Und das muss ich dieser Marke einfach hoch anrechnen. Ich finde es großartig, dass all diese Produkte ohne deklarationspflichtige Duftstoffe oder ätherische Öle auskommen. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Und ich hatte, wie gesagt, damit keinerlei Probleme und habe sie wunderbar vertragen. Und auf dem ersten Platz landet die Bar Centella Soothing Sun Essence. Das ist eine Sonnencreme mit SPF 50+. Hier finde ich nicht nur die Verpackung richtig großartig, weil sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen und finde es richtig, richtig cool, dass man mal was Neues gewagt hat, sondern auch die Formulierung. Hier sind moderne, sehr stabile UV-Filter enthalten. Das Ganze ist komplett parfümfrei und auch die Performance kann sich definitiv sehen lassen, denn diese Sonnencreme lässt sich ohne Probleme in der benötigten Menge von 1 Gramm im Gesicht auftragen und sieht auch noch toll unter Make-up aus. Es rollt sich auch nichts ab, sie ist sehr angenehm und macht einfach auch ein wunderschönes Satin-Finish auf der Haut. Falls ihr euch im Detail für diese Sonnencreme interessieren solltet und sehen möchtet, wie sie sich verhält, wie sie aufgetragen aussieht, dann klickt einfach auf dieses Video hier und schreibt mir bitte in die Kommentare, welches euer absolut liebstes Produkt von Bar ist.